der Navigationsleiste rechts oben befindet sich immer der Z21-Statusschalter. Die Farbsymbolik des Schalters funktioniert genauso wie die LED auf ihrer Z21 und hat auch die gleiche Funktion wie der Stoppschalter auf ihrer Zentrale. Dieser Schalter kann verschiedene Stati annehmen. Ist man nicht mit der Z21 verbunden, ist die Statusanzeige grau. Dann kann man durch einen Klick darauf die Netzwerkeinstellungen öffnen. Sobald man mit der Z21 verbunden ist, leuchtet der Statusschalter durchgehend blau. Klickt man in diesem Zustand auf den Schalter, beginnt er blau zu blinken und sendet den Befehl Stopp an die Anlage, der alle ihre Schienenfahrzeuge sofort zum Stillstand bringt. Umgekehrt ist es auch möglich, den Stoppbefehl aufzuheben, wenn Sie wieder auf den blinkenden Statusschalter klicken. Wird programmiert, wechselt die Farbe des Schalters auf grün. Mit einem Klick auf den Schalter kann ein bereits begonnener Programmierbefehl wieder abgebrochen werden. Blinkt der Z21-Statusschalter rot, liegt ein Kurzschluss auf der Anlage vor. Dieser Status kann, wie bei der Z21, mit einem Klick auf den Statusschalter aufgehoben werden, wenn das Problem, das den Kurzschluss verursacht hat, gelöst ist. Somit wünschen wir Ihnen viel Spaß mit Ihrer Z21-App.